Wie wird sich unser Verhältnis zwischen Körper und Technik in Zukunft verändern? Das beleuchtet das Symposium Convergence, Interfaces of the Digital and the Living. 2 Tage lang findet das Event mit tollen SpeakerInnen hier an der ÖRW statt. Und das schauen wir uns jetzt an. Können Sie uns kurz sagen, warum dieses Symposium ins Leben gerufen wurde? Dieses Symposium greift ein ausgesprochen wichtiges Thema auf, nämlich wie die lebendige Welt und die digitale Welt zusammenwachsen. Das ist eines der großen Zukunftsthemen für die Forschung. Wie fandest du es bis jetzt? Sehr interessant, also vor allem der letzte Vortrag, wo es im Prinzip um ethische Gründe und Calm Technology gegangen ist, hat mich sehr interessiert. So calm technology is the idea of making technology that works alongside us and also as a pass-through. A lot of times we think of technology as taking lots and lots of our attention, or the idea that we don't actually get to use the technology, we're constantly configuring technology instead. And the idea of a good pass-through technology is something like a car, where you're steering, choosing where to go, but you aren't paying attention to all of the systems that make up the car. So this is the third thumb. So it's a 3D printed thumb augmentation for your hand. It's controlled with my toes. And I'm using it as a model to collaborate with neuroscientists to understand augmentation in the brain. Am spannendsten, weil es für mich ganz neu war am Vormittag, das mit den Prothesen, was man alles machen kann, wie man auch das Hirn stimulieren kann, dass es zum Beispiel auch bei Depressionen auch Fälle gibt, wo das geholfen hat. Das habe ich sehr faszinierend gefunden. So these brain-computer interfaces, they allow you to control external devices with your brain. And in some medical conditions like severe paralysis, they can improve your quality of life tremendously. Now imagine you cannot move your body and you can just control an exoskeleton or robotic device to help you in daily life. So that of course is a chance to improve quality of life. So soft robotics is, I guess, a relatively new field where we use soft materials like rubber you use in your balloons or fabrics, for instance, to build basically robots. So where normally you have robots made from mechanical parts that hinge at certain joints, we make sort of complex balloons that deform continuously, just like the motion of, for instance, the arm of an octopus. And so it's all about interaction. So when these robots interact with the real world, they deform, they adapt themselves, the shape. And so, we look how we can use that, for instance, in applications. I've spoken today about, for instance, applications in the agri-food sector, so thinking about picking soft fruits and vegetables, but also thinking in the medicine about robots that can interact with our own body. I guess their soft robotics can play a different role than rigid robots, which might be have a less natural way of interacting with our body. Wird AI die Welt regieren? Nein, nie, weil die AI will nichts. Also die Gefahr ist, dass wir unsere Entscheidungsfähigkeiten an Technologie abgeben, die selbst keine Verantwortung oder Entscheidungsfähigkeit hat. Und das passiert schon, wenn Sie jetzt einen Song sich wählen lassen mit der Autoplaylist und so weiter. Das ist alles schon völlig da und wir merken das überhaupt gar nicht. Und wir tun das aktiv. Automatisch. Es ist nicht die Technologie, die übernimmt. Wir übergeben quasi unsere Entscheidungsfreiheit der Technologie, ohne das zu müssen. Ja, das ist genau das Problem. Und wie kann man dieses Problem lösen? Aufklären. Und darum das Umbenennen von der KI, die künstliche Intelligenz, in diese Algorithmic Mimicry, weil das ist nur eine Imitation des richtigen Lebens und es ist eine Technologie. Es muss klarer sein, dass das nicht ein Bewusstes eine Person ist oder das ist so einfach, die Menschen zu täuschen, die natürlich Persönlichkeiten überall sehen. Ja? Und wir täuschen uns quasi selber. Und die Joanna Bryson, die auch hier ist, hat sehr gute Arbeit, die sagt, das ist ein Designproblem. Wir müssen unsere Technologie so designen, dass es klar ist, was diese Technologie ist. Ja? Und das ist das Problem. Die Technologie wird nicht die Weltherrschaft übernehmen.
Cyborgs sind also schon lange unter uns und was wir aus der künstlichen Intelligenz machen, liegt ganz bei uns. Viele tolle Fragen wurden heute beantwortet. Das war das Symposium Convergence, Interfaces of the Digital and the Living.